Willkommen bei Talk Concrete, dem Netzwerk für den innovativen Beton. Unser heutiges Thema ist Nachhaltigkeit in der Fassadengestaltung. Also alles, was wir sehen, die Ästhetik, die wir vor uns haben, soll heute auch nachhaltig sein. Und wir haben heute zu Gast Laurenz Zuber von Zuber Beton in Crailsheim. Er ist der geschäftsführende Gesellschafter und er ist ein Spezialist für Fassaden und in letzter Zeit vor allem für innovative Fassaden. Nachhaltigkeit. Wir reden ja immer davon, mehr Recyclingzuschlag einzusetzen. Sie haben ein aktuelles Beispiel geliefert, eingebaut, das mit 100% Recyclingzuschlag, klingt fast unglaublich, erstellt wurde. Können Sie uns da ein bisschen Näheres zu sagen? Ja, auf uns ist ein Kunde zugekommen, ist eine namhafte Firma im Automotive-Bereich und die wollte was Innovatives machen, hat nachgefragt, ob wir uns zutrauen würden, eine Recycling-Betonfassade herzustellen und was dort möglich wäre. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn man hier was Besonderes machen wollte, dann gehen wir gleich aufs Ganze und nehmen 100% Recyclingmaterial vom Typ 2, das heißt also mit Ziegelzuschlag, also der Recyclingzuschlag, der eigentlich schwerer zu verarbeiten ist im Beton. Und den haben wir dann eingesetzt in einer Sichtbetonfassade im Außenbereich als Vorhangfassade und haben mit einer Zulassung im Einzelfall dann erwirkt, dass man das aufhängen durfte. Und das ist jetzt einmalig in Europa und ich denke, sehr zukunftsträchtig. Ja, tolles Beispiel. Es geht. Sicher waren die Hürden hoch. Zulassung im Einzelfall ist das böse Zauberwort dabei. Was muss man da für Vorlaufzeiten rechnen? Gut, es war jetzt das erste Mal, dass sowas gemacht wurde. Wir haben fast ein Dreivierteljahr gebraucht, bis das dann nachher durch war. Ich denke, wenn man das zum zweiten Mal macht oder wieder macht, wissen wir natürlich jetzt, auf was es drauf ankommt und können auf die erste Zulassung verweisen, sodass man das in einem deutlich kürzeren Zeitraum sicherlich jederzeit wiederholen könnte. Ja, immerhin, gute Perspektive. Das zweite Beispiel, das wir behandeln, ist eine innovative Dämmung, die im Prinzip ein Betonbauteil, eine Sandwichfassade als monolithisch recycelbar gestaltet. Wir müssen ja ans Ende des Lebens denken. Das ist ja eine wichtige Sache, die gerade Beton besonders wertig gegenüber anderen, zum Beispiel Leichtbaustoffen, macht. Ja, das Thema ist im Beton-Sandwich-Bereich, dass man natürlich immer das leidige Thema der Dämmung hat, wo dann Styropor, Mineralwolle, dies oder jenes eingesetzt wird, was hinterher immer schwierig ist, vom Beton wieder zu trennen, wenn irgendwann das Lebenszeitende eingetreten ist. Und wir sind da den Weg gegangen, dass wir da schon seit längerer Zeit Versuche gemacht haben und jetzt am Ziel sind, dass wir zusammen mit Geolit in der Lage sind, eine mineralische Schaumdämmung einzubringen, die quasi 100% auf Zementbasis basiert, sodass das gesamte Stück Sandwichwand nachher zementgebunden ist und am Stück recycelt werden kann. Die Dämmung ist komplett A1, nicht brennbar und kann mit einer Wärmeleitprobe von 0,35 hergestellt werden, sodass wir da komplett konkurrenzfähig sind zu derzeitigen Produkten, aber komplett ökologisch für die Zukunft aufgestellt sind. Tolle Perspektiven. Vielen Dank, Herr Zuber. Näheres erfahren Sie auch auf unserem Leitkongress Betontage, 23. bis 26. Februar 2021 in Neu-Ulm, traditionell, wo auch Herr Zuber persönlich präsent sein wird und Ihnen diese Innovation auch persönlich zeigen wird. Vielen Dank bei Talk Concrete.